Guten Morgen, liebe Freunde des besten Programms hier auf YouTube, würde ich mal ganz stark behaupten, wenn es um Musik geht und um die schönsten Spezialgäste, die sogar neuerdings koreanisch entziffern können. Das ist unglaublich, was wir hier noch gelernt haben diese Woche. Dank der Community, dank der Zuschauer dieses Kanals, die hier waren. Am Montag, kam das Video, am Dienstag kam das Video. Mit den beiden, ja. Mit Hendrik und Verena. Und ich schneide gerade noch das Video, wo sie uns eben das beigebracht haben. Da bin ich jetzt noch dran. Das wird auch so ein bisschen, denke ich, hier von dem Rest der Videos ein bisschen rausfallen, weil es ein bisschen entertainiger auf jeden Fall eben ist, weil es geschnitten ist und ein bisschen lustiger und so weiter und so weiter. Aber wir haben jetzt hier noch gerade was in den Trends gesehen von einer Gruppe, die wir gar nicht kennen. Das überrascht uns. Ja, von denen habe ich noch gar nichts gehört. Die habe ich noch, noch nie in den Kommentaren gelesen, glaube ich. Ja, also jetzt von irgendwelchen Community-Membern nicht, dass ich wüsste, dass irgendjemand das von euch da reingeschrieben hat. Ist auch nicht in unserer Liste, keine Ahnung. Nee, er sagte uns irgendwie gar nichts, aber deswegen vielleicht umso spannender. Wir konnten zumindest gerade schon entziffern, wie sie ausgesprochen werden. Dana wird euch das sehr schön demonstrieren. Wieso ich? Exe One. Exe Ja. Exe. Bei der Aussprache hapert es vielleicht noch ein bisschen. Ja, dann einfach Exe One. Genau. Ich glaube, das passt schon. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Wir haben gar keine Ahnung und hören einfach mal rein, würde ich sagen. Schön. Keine Untertitel. Weißt du, was immer so klang, wenn man früher bei den alten Fotoapparaten den Blitz aktiviert hat? Oh, stimmt. Der hat dann so ein Genau, so ein richtigen... Bevor der geblitzt hat. Nee, nicht bevor er geblitzt hat, sondern wenn er sich neu aufgeladen hat. Ach so. Ja, also wenn du einen Blitz gemacht hast, hast du den Flash gehört. Ja. Und dann, wenn er sich neu aufgeladen hat, hat es genau diesen Fiepston gemacht, wie hier gerade. Bis man nichts mehr gehört hat und dann konnte man ein Foto machen. Schön. Oh. Muss direkt lauter machen. 기다릴 필요는 없어 이미 준비가 됐어 난 I can take you high Geil. 이제 시간이 됐어 저기 높은 곳으로 Ja. Schöne Harmonie hier. Oh mein Gott. Ja. Die Vocals. Oh baby 다가간 순간에 우린 연결돼 있어 연결돼 너만이 나를 완성해 내가 너를 완성해 Fly high 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 Fresh Sie? Oh. Ist das eine E-Gitarre? Nee, Synthesizer. Ah, ja. Das ist auf jeden Fall ein Synthesizer. Auf gar keinen Fall eine Gitarre hier der Sound. Also alles sowieso sehr, sehr synthetisch angelegt hier. Sehr viele Synthesizer-Sounds. Hat auch einen sehr tanzbaren Stil. Mich wundert's, dass sie nicht so sehr diesen Ducking-Effekt drin haben, also diesen pumpenden Effekt, dass alles so ein bisschen Platz macht, wenn die Kick reinkommt. Aber also mir wäre es jetzt nicht aufgefallen. Mir hat jetzt nichts gefehlt. Ja, gefehlt in dem Sinne auch nicht. Mich wundert's nur, weil es irgendwie schon so sehr tanzbares Genre ist, das sie hier bedienen, ist auch ein bisschen wieder vermischt. Aber sehr, sehr cool. Richtig cool. Gerade der eine Part, wo es so ein bisschen trocken wurde und kaum Raum war und so weiter. Aber wir hören mal weiter, der kommt gleich nochmal bestimmt. Aber alles sehr jung, ne? Ja, aber guck mal, was haben die für Outfits an? Mit den Anzügen oder beziehungsweise die Hemden und die Hose. Witzig. Und dann so richtig unterschiedlich bearbeitet. Er hat nur so ein halbes Sakko an. Ja. Bei ihm ist es so deconstructed in schwarz-weiß. Und
Und hier wie von einer Weste, ne? Wie von einer Weste, so Stücke irgendwie, aber es sieht nicht so zerschnitten aus, sondern richtig so... Cool. Hat dann schon was so von diesen Halftern wieder. Mhm. Und mit Geil. den Schnallen und so. Krasse Klamotten. Echt interessant. 정신이 온통 너뿐이야 Dieses 한참을 헤매던 순간 klingt ein bisschen wie so eine Uhr. Wie so ein Zeigerticken. Ja, also es klingt nicht, ja, naja, finde ich nicht, aber ja. Okay. Ja, weil das schon sehr synthetisch ist, also es hat jetzt nicht so ein Ja, es ist nicht ein Uhrzeiger, das ist mir schon klar. Aber es klingt so wie so ein Zeigerticken. ja. Oder hat was davon. Ja, kann auch vielleicht am Tempo liegen, ist wahrscheinlich auch in der Nähe von den 120 BPM, so dass wir quasi einen Sekundenzeiger ticken theoretisch hätten bei 60 Schlägen die Sekunde, weil er nur auf jeden zweiten Schlag, also die 2 und die 4 kommt. Könnten wir gleich mal checken. Das war geil. Ja. Das ist Wahnsinn, ja, coole Parts, weil hier das Instrument, was sowieso, das ist so ein richtiger so ein richtiger Saw-Synthesizer, der hier richtig schön reinbrettert. Ich hatte das in irgendeinem Video schon mal sehr ausführlich erklärt, was der Unterschied ist. Da geht es im Endeffekt nur darum, welche Wellenform beim Synthesizer benutzt wird für die Oszillatoren. Und da war ja das mit diesem Saw und die haben diese Sägeblatt. Diese Sägeblattform, also eigentlich nur ein Zahn vom Sägeblatt und natürlich, wenn man dann einen Ton gedrückt hält, kommen dann ganz viele und der klingt immer besonders, ja, der setzt sich immer besonders stark durch, hat so eine gewisse Aggressivität, die eben dann sehr geil ist und bei solchen Songs eben auch. Ne, das und dann so ein Effekt noch mit so einem So gut. mit so Low-Pass bzw. High-Cut-Filtern, also beim Equalizer werden dann die Höhen rausgeschnitten bzw. mit einer Automation so rein und raus gefadet. Das ist also dass man es einfach nur noch dumpfer hört und dann haben die noch so Vinyl-Stop-Effekte benutzt, dass es dieses macht und dann Mach nochmal. mega geil. Das war der Cut. Das war der Vinyl-Stop. Die sind sehr jung, alle. Kann sein. Ah, geil. Geil. Aber jetzt... Schön die Harmonien. Wow, Wahnsinn, Alter. Nicht schlecht. Richtiger Abriss-Power-Song. Wahnsinn, Wahnsinn. Auch die Vocals sehr, sehr schön, sehr schöne Harmonien zwischendrin immer reingesetzt, wo die wirklich mehrstimmig da unterwegs sind. Teilweise nur selektiv. Da am Ende von irgendwelchen Sätzen dann, ich glaube, hier war das.
ne, wo die dann echt immer nur das Ende dann mehrstimmig haben. Hier auch schon zweistimmig, aber sehr fein sind die zweiten Stimmen dann hier komplett rechts, links nach außen gemischt worden und leise angesetzt. Muss man genau hinhören. Das ist echt cool. Geil. Auch krasse Bilder hier zwischendrin. Heftiges Video, guck dir das mal an. Wenn die hier diese Tanzmoves gemacht haben, dann dabei noch dieses Pulver aus der Hand raus und das in der Mitte dann einfach gespiegelt, sieht das dann schon fast aus wie ein Herz oder so. Und hier oben mit den, ich weiß nicht, was es ist, Konfetti oder so. Heftiges Video. Krasses Ding. Richtig viel so Eindrücke und richtig Fleisch auf jeden Fall. Richtig Flash. Okay, das ist aber auch geil, wie breit und voll die Hook ist, weil die dann so nicht dieses Epic hat, aber die ist einfach so groß und präsent. Und das meinte ich zum Beispiel bei dem Stray Kids Video, was wir vor ein paar Tagen gemacht haben, dass es so jetzt vor allem im Vergleich dazu eher Elevator eng meintest ist. du? Ja, Elevator, dass es eher eng ist, die Stimmen. Und das ist richtig breit und voll und... Ja, müsste man jetzt so einen AB-Vergleich machen, um das nochmal genau rauszuhören. Aber hier der erste Eindruck ist auf jeden Fall auch, dass es breiter klingt. Ich glaube auch vor allen Dingen aber durch die Pads, weil jetzt zum Beispiel jetzt, wo ich es leiser habe, merkst du, dass die Pads sehr weit außen gesetzt sind. Also die haben wirklich so einen Stereo-Imager verpasst bekommen, dass die quasi nicht existent mehr sind in der Mitte, sondern wirklich nur ganz weit außen, rechts und links sitzen, so dass wir alles in der Mitte Platz haben für die Stimmen und auch für den Bass und für die ganzen Drums und Percussion. Fettes Ding. Fett. Echt fettes Ding. Okay, dann ist auch kein Wunder, dass das in den Trends ist und tatsächlich auch viel mehr Views hat als Sunmi zum Beispiel. Da haben wir uns auch gerade gewundert. Ich war jetzt einfach nur zufällig die Trends durchgegangen und dachte so, ja, okay, wer ist das? Fett. Auch hier mit diesem... Hier halt so geile Vocal-Effekte natürlich auch wieder drauf, hier mit den Harmonien. Das ist ja locker 4 oder 5-stimmig, halt super glatt gezogen, aber dann bekommt man diesen übermäßigen, mehrstimmig Harmonieeffekt, der fast eigentlich wie so ein Vocoder dann schon ist, aber halt sehr, sehr geil, da sowas selektiv einzusetzen. Okay. Ist da nicht auch noch so eine... Ja, geile Soundeffekte immer drin. Aber ist da nicht auch am letzten Teil noch so eine fast wie runtergepitchte, leicht verzerrte Stimme dabei? Ja, die ist mit drin. Ja, Genau, ne? die ist auch mit drin. Die kommt ganz am Ende. Also so eine, die so richtig, dieses typische tief runtergepitchte, um 1 Oktave oder vielleicht sogar 2 Oktaven runtergepitchte, die ist auch mit drin, ja. Ja, fast wie ein Roboter. Genau. Ja, aber auch sogar relativ leise reingemischt, aber sehr, sehr cool. Klingt so mittendrin in den normalen Stimmen eigentlich, so ein bisschen eingebaut. Genau, das ist wohl das Logo von denen, sehr cool. X1. Okay, fett, also wir konnten das Ding gerade, glaube ich, nochmal hören, aber dann wird das Video zu lang. Und Antea, unsere aktuelle Übersetzerin, hat dann Stress. Ja. Antea, vielen, vielen Dank. So, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann Detzmi Rahim. Und schaut auch bei Dana vorbei, sie hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo sie auch schöne Videos macht. Und ich bin froh, dass wir den Song gerade eben noch abgecheckt haben. Vielleicht schafft der es ja sogar in meine Spotify Weekly Top 20 Playlist, die jeden Freitag handpicked von mir aktualisiert wird mit meinen 20 aktuellsten Lieblingssongs. Also sind meistens wirklich für die Woche. Ja, wirklich nur für die Woche, deswegen lohnt es sich, der zu folgen und vielleicht findet ihr da auch was Schönes raus und könnt ihr dann euch quasi den einen oder anderen Song klauen und dann immer wieder kriegt ihr das jede Woche geupdatet, einfach von selbst. Voller Service. Genau, ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Video.